Never change a winning team. Getreu dem Motto starten wir auch heute wieder mit einem 4-4-2 rein, also mit den beiden Hugos vorne, mit Hugo Duro und Hugo Ekitike. Die haben gegen Zagreb unter anderem ja auch gut performt, haben gut harmoniert. Und wer dabei war, der hat ja Historisches erlebt. Also das Ergebnis hammermäßig. Mal gucken, ob es gegen Heidenheim heute genau so leicht von der Hand geht. Ich glaube nicht. Ich möchte aber das nicht in Stein meißeln, weil wer weiß, wenn wir hier einen guten Start erwischen, wie gegen Zagreb, und eine frühe Führung hier erzielen, dann sind auch 8 weitere Tore möglich. Keine Ahnung, habe ich gegen Zagreb ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber wir sind schon mal da mit Zubimendi. Und das ist genau der Auftakt, von dem ich gerade gesprochen habe. So ähnlich wie gegen Zagreb, da war es glaube ich schon eine Minute früher oder 2 Minuten früher, ist ja auch egal. Am Ende des Tages ist es wieder eine frühe Führung. Und im selben Atemzug mache ich natürlich nochmal Werbung für die noch laufende Umfrage. Wir sind mittendrin, wir sind jetzt im 3. Teil. Wir haben den Kontinent, wir haben das Land. Aus Deutschland soll unser Verein also für EAFC 26 kommen. Jetzt bestimmt ihr die Liga. Ja, entweder die erste, zweite oder dritte Liga. Regionalliga wäre auch irgendwie cool gewesen, aber gibt es natürlich leider nicht hier in-game dann. Ja, aber die ersten 3 Ligen, da gibt es sicherlich interessante Mannschaften, interessante Projekte, die man starten kann, auch Langzeitprojekte. Und wie gesagt, das, was die Community entscheidet, das wird dann hinterher gespielt. Oder der Verein wird dann hinterher genommen. So würde ich es sehr gerne mal formulieren. Und wir sind schon wieder vorne über Duro. Oh, schade, da wäre Fofana rangekommen. Der hat 4-mal getroffen gegen Zagreb und der spielt im Mittelfeld. Nur mal so, Hugo Duro abgefälscht. Und dann ist es wieder bislang eine sehr, sehr dominante Angelegenheit, ein sehr, sehr dominanter Auftritt. Gerade gegen so Gegner, ja, sage ich auch immer wieder, musst du einfach gewinnen. Heidenheim und auch Augsburg und auch Union. Und hast du nicht gesehen, alle Mannschaften, die unten drin stehen, da musst du die Siege holen. Und wenn dann mal so ein Sieg wie in Dortmund mal rumspringt, so ein 5:2, dann ist das Bonus. Aber die Spiele gegen Gegner, die unten drin stehen, die musst du einfach gewinnen. Zu Hause, auswärts, möglichst dominant, wird nicht immer klappen. Aber ihr wisst ja hier, wie der Hase läuft, von daher, ich erzähle euch da ja nichts Neues. Fehlpass, das kommt natürlich auch immer noch mit dazu, da ist auch der Gegner egal, Fehlpässe gibt es immer. Und mal kleine Unzulänglichkeiten, die hast du immer. Achtung, Parrott jetzt mit der ersten Chance. Aber wir stehen defensiv gut. Machen das sehr, sehr gut. Ein großes Offensivfeuerwerk haben wir bislang noch nicht, aber gut, Heidenheim ist wahrscheinlich auch ein bisschen stärker als Zagreb. Stand jetzt, würde ich sagen, aber nur Stand jetzt. Fofana, nächste Chance. Der ist auf den Geschmack gekommen. Der wird auch gerne Position weiter vorne spielen wahrscheinlich, aber ich glaube im Mittelfeld mit Zubimendi, da ist er schon gut aufgehoben. Da ist er schon wieder Zubimendi, aber das ist bislang auch wenig Gegenwehr von Heidenheim, muss man jetzt wirklich sagen. Da ist nicht viel, was die da entgegenzusetzen haben. Oh, Fofana, Quiroga, das sieht immer so aus, als würden sie sich gleich die Füße brechen, wie die sich den Ball zu spielen. Fofana, Zubimendi direkt auf Duro, wieder abgeblockt natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und der nächste Ballgewinn. Das ist richtig, richtig stark. Also auch wenn es nur Heidenheim ist, so wie wir das bislang spielen, das ist richtig gut. Und irgendwann folgt das zweite Tor. Irgendwann ist halt die Lücke da und irgendwann machen sie zu weit auf. Das geht gar nicht anders. Bislang. Jeder Ball bei uns. Wir gewinnen viele Zweikämpfe. Ja, 4-4-2 habe ich eingestellt. Ich gehe nur noch mal auf Nummer sicher. Manchmal stellt sich die Formation nämlich nicht um, auch wenn ich das vorher umgeändert habe. Und der nächste Ballgewinn. Also mehr Ballgewinne wahrscheinlich, als Heidenheim hier Ballkontakte hat. So gefühlt. Weil auch jeder mitarbeitet. Und dieses 4-4-2, das funktioniert zwar heute auch wieder ganz gut, muss halt auch nicht immer klappen. Aber bislang richtig, richtig gut. Wir machen es breit und haben dann Platz hier vor allem an der 16er Linie. Und Zubimendi macht's schon wieder. Und der kann wohl von Weitem schießen. Also so 16, 17 Meter sind offenbar kein Problem. Ja, und ihr seht, Fofana ist da auch immer mit im Strafraum. Das heißt, irgendwie ein Sechser ist immer frei. Und Zubimendi, also bitte. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Heidenheimer mit 10, 20 Meter. Ja, gut, dass wir es nochmal sehen können. Auch wieder perfekte Kameraeinstellung. 10, 20 Meter Radius. Ich glaube, das hätte selbst ich hinbekommen. Zumindest den Ball aufs Tor zu kriegen. Wäre wahrscheinlich übers Tor geflogen. Aber gut, der Doppelpack von Zubimendi freut mich und ich glaube, das war eine gute Verpflichtung.
Ich hätte auch Rhein Gravenberch zum Beispiel verpflichten können. Jetzt kann ich immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Rhein Gravenberch war unter anderem auch auf der Liste. Und noch ein, zwei andere, die waren aber nicht zu bezahlen. Die hatten einen zu hohen Marktwert, die hatten auch eine zu hohe Freigabesumme, Ablöse oder Klausel, wie es jetzt hier in-game heißt. Von daher ist es dann am Ende Zubimendi geworden. Ein bisschen überteuert natürlich. Aber gut, was erzähle ich euch? Der beste Verhandlungspartner bin ich nicht. Dafür klappt es auf dem Platz. Richtig, richtig gut. Adingra mit dem Kopfballtor. 3 Ausrufezeichen hier. Quiroga, super Flanke. Aber gut, da steht halt auch niemand, ne? Da sind zwar auch wieder ein, zwei Heidenheimer. Und Adingra mit dem Kopf, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schön gegen die Laufrichtung, schön platziert. Und dann ist es so ähnlich wie gegen Zagreb. Jetzt auch schon nach einer halben Stunde gut. Eigentlich entschieden. Aber das war auch vor dem Spiel eventuell uns bewusst. Wenn wir so spielen mit der Truppe, mit der Formation. Aber mal gucken. Also so ganz den Braten traue ich noch nicht. Weil, wie gesagt, wenn Heidenheim hier ein, zwei schnelle Tore macht, dann kann das auch wieder ganz anders werden. Aber bislang habe ich da nicht so die Sorge, dass das genau passieren wird. Wir kombinieren richtig, richtig gut die beiden Fofanas im Zusammenspiel. Und dann bleibe ich auch drauf. Ich will auch hier in der Liga was fürs Torverhältnis tun. Das kann uns am Ende wahrscheinlich ein, zwei Platzierungen dann bescheren. Ich glaube aber nicht, dass es über das Torverhältnis entschieden wird. Das hat es nämlich noch nie. Also die Meisterschaft am Ende, das wird sich nicht über das Torverhältnis entscheiden. Ganz sicher nicht. Aber trotzdem Spielfreude zeigen. Ne? Man kann ja auch, wenn man schon 3-0 führt, ein bisschen Spielfreude zeigen. Und wenn der Gegner einen dann noch so einlädt, also Heidenheim, die stehen ja auch wieder so defensiv hinten drin. Ne? Aber gut, sie können es halt nicht anders. Wir sind echt sehr, sehr stark. Wir haben eine starke Truppe, wir sind sehr, sehr dominant. Auch wenn man das nicht in jedem Spiel bemerken wird. Aber gerade in solchen Spielen merkt man das halt. Gegen Zagreb, gegen Heidenheim. Oh, jetzt prallt auch noch jeder Ball zu uns. Und wenn wir das dann auch noch in den großen Spielen zeigen, also gegen die stärkeren Gegner, dann ist auch ja, vieles möglich in der Saison. Warum nicht? Das nächste Spiel ist jetzt ein DFB-Pokalspiel. Dann haben wir 3 Auswärtsspiele. Mit Wolfsburg, mit Leverkusen und dann in der Champions League, glaube ich, mit den Tottenham Hotspur. Also erstmal das Heimspiel für lange Zeit. Das letzte Heimspiel für eine sehr lange Zeit. Ja, und ihr seht auf die Stats geguckt. 9 Schüsse, 3 davon waren drinne. Wir könnten sogar jetzt rein theoretisch schon jetzt mal durchwechseln. Mit Hinsicht auf des DFB-Pokalspiels. Aber vorne Duro und Ikitike würde ich gerne noch lassen. Vielleicht im Mittelfeld. Oder ich lasse nochmal. Ich lasse nochmal eine Viertelstunde spielen. Versuche vielleicht nochmal 1, 2 Tore nachzulegen. Und dann ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um zu wechseln. Und dann wird es in Wolfsburg wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Nicht nur, weil es ein Pokalspiel ist, sondern halt auch, weil es Wolfsburg ist. Weil die sind, glaube ich, auch stärker als Heidenheim. Ja, und Ikitike hat noch nicht. Also, Zubimendi hat. Adingra hat. Jetzt fehlen eigentlich nur Fofana und Ikitike. Oder Heidenheim machen jetzt mal was. Aber Simon gewinnt auch heute viele Zweikämpfe. Das ist auch wieder ein lockeres Trainingsspiel, würde ich nicht sagen. Aber es geht leicht von der Hand. Und da bin ich auch sehr froh drum. Oder gar nicht böse drum. Weil ich weiß, es kommen auch wieder andere Spiele. Zubimendi mit dem Hattrick. Zubimendi natürlich schon wieder. Er kann auch nicht am Gegner vorbeischießen. Ist halt einfach nicht möglich in diesem Spiel. Dafür machen wir das so. Schöne Kombinationen. Und wieder Ikitike. Wir haben dann auch den Platz. Also die stehen auch zu weit auseinander. Deswegen, die sind auf dem 13., 14. Platz. Da, wo sie stehen, sind sie schon ganz gut bedient. Die Punkte müssen sie sich woanders holen. Und die Heidenheimer jetzt mit ein bisschen zu viel Platz. Aber Brentwaite, wenn Simon dann mal ausgespielt ist, heute läuft das. So, andere Seite. Cruz wieder vorne rein. Adingra, auch wieder zu viel Platz. Ja, dieses 4-4-2 scheint wohl bei vielen Vereinen Probleme zu bereiten. Hugo Duro. Den habe ich drin gesehen. Schade. Den habe ich tatsächlich drin gesehen. Und die Heidenheimer spielen aber auch mit einem 4-2-2-2, glaube ich, ist es, ne? Haben anscheinend umgestellt. Haben nicht mit dem 4-2-3-1 begonnen. Nächste Chance, Quiroga, Fofana, der hat halt auch noch nicht getroffen, der würde auch noch mal gern. Guck mal, wenn selbst die Verteidiger schon mit reinrücken, da seht ihr mal, wie offensiv das ist und wie defensiv Heidenheim steht. Seht euch das an, da kommt Cruz.
Der wurde immer länger. Wenn die schon so dicht hinten drin stehen, quasi am Fünfer oder fast dem Keeper auf der Linie, dann wisst ihr schon, dass Heidenheim heute nicht viel vorhat. Vorne in der Offensive. Stattdessen wir über Cruz. Buru ist hinten frei. Schöne Flanke. Und Fofana im Nachsetzen. Schade, schade. Nächster Ballgewinn wäre es fast gewesen von Fofana. Da ist er, gewinnt auch viele Zweikämpfe, gewinnt auch nicht jeden. Also das ist schon sehr, sehr dominant. Aber wie gesagt, ich genieße das auch mal. Dass ich mal nicht ein Spiel habe, wo ich irgendwelche Kopfschmerzen habe, wo ich halt einfach frei spielen kann. Wo ich weiß, das gewinnen wir auf jeden Fall. Also so selbstsicher bin ich jetzt einfach mal, dass ich sage, dass wir das hier gewinnen. Auch wenn ich jetzt noch 10-mal durchwechsel gefühlt. Sorry, Wechselmöglichkeiten sind ausgeschöpft. So, letzten 25 Minuten. Die Stammkräfte haben Schluss. Also die meisten. 4-5 Stück. Unter anderem hier Zubimendi. Er soll ruhig so weitermachen, habe ich nichts gegen. Der darf ruhig öfter treffen, auch aus der Distanz. Aber Heidenheim versucht's. Und irgendwann werden sie auch nochmal eine Chance kriegen. Es sei denn, wir stehen wirklich so, so dicht und so souverän, dass die Heidenheimer wirklich gar keine Chance haben. Apropos Chance, die haben wir jetzt über Wahi, Usun, die beiden Neuen. Im Zusammenspiel, Matos setzt nach, nochmal Bahoya. Ja, unten Usun ist schon richtig durchgelaufen, aber den kannst du nicht hoch anspielen. Der kann keine Kopfbälle. Bahoya ist das Abseits, ja. Auch wenn sie so noch so niedrig stehen, eine kleine Lücke bleibt auch immer oder eine kleine Fläche, wo es dann Abseits ist. Guck mal, die stehen schon am Fünfer. Also defensiver geht's ja gar nicht. Defensiver geht's wirklich nicht mehr. Ist auch ein entspannter Tag für unseren Keeper heute. Santos, der hat halt heute auch mal einen ruhigen Nachmittag erlebt oder einen ruhigen Abend. Usun ist da. Usun, Abseits. Jetzt trifft er mal mit dem Kopf. Gerade noch angekündigt, ja, mit dem Kopf trifft er eh nicht. Den brauchst du gar nicht hoch anflanken. Dann ist es wieder Abseits. Und wahrscheinlich auch wieder nur auf der letzten Rille. Ja, guck mal, eine kleine Fläche. Die bleibt immer. Die stehen sogar noch niedriger, noch defensiver. Als gerade in der letzten Szene. Aber gut. Es bleibt auch weiterhin beim 3-0, ne? Also bislang die zweite Halbzeit 0-0. Und wieder viel Platz, diesmal über einen anderen Flügel. Fofana. Schöner Seitenwechsel. Und dann nehmen wir einen neuen Anlauf, über Matos. Der kann auch von Weitem schießen. Ja, gute Schusstechnik, gute Flugbahn. Ja, und als Keeper kannst du da heute echt nur mit dem Kopf schütteln, was deine Vorderleute da machen. Aber gut für uns. Uso mit der Ecke. Und Bahoya, der kann auch schießen. Fofana legt nochmal ab. Bahoya und dann auch wieder natürlich geblockt. Was auch sonst. Aber wir haben wieder Platz. Wir haben zu viel Platz, zu viel Zeit. Oh, das ist eine schöne Flanke. Und Wahi. Ja, und der Quiroga, der bringt gar nicht so verkehrte Flanken. Kann jetzt auch gerade nur ein Zufall gewesen sein, dass die mal gut war. Aber hat auch die Vorlage gegeben zum 3-0. Und ja, es sind noch 10 Minuten. Sehr einseitiges Spiel, gebe ich auch zu. Aber ich kann es nur nochmal sagen, das haben wir auch ab und zu mal in der Karriere. Aber das wird nicht die Regel sein. Ja, in der Regel ist es viel mehr Spektakel, dass der Gegner auch 1, 2 Tore macht. Achtung, ich will es jetzt nicht beschreien, aber ich hau ihn mir wieder selber rein. Es war so klar. Ich wollte gerade nichts sagen, aber das war schon wieder in den Sternen geschrieben nach dem Ballverlust. Aber gut, ich schlag den Ball halt nie raus, deswegen wollen wir da gar nicht beschweren, dass solche Dinger dann auch mal nach hinten losgehen. Hier, der ist schon geklärt. Da hätte ich ihn wegschlagen können, da hätte ich ihn wegschlagen können. Und dann darf Santos doch einmal den Ball hinten raus. Und weißt du, er hat nie einen Ball zu halten gehabt in dem Spiel, aber er darf ihn einmal hinten rausholen. Und dann steht es halt nur noch 3-1. Ist zwar schon die 83. Minute. Ergebnis passt jetzt auch nicht zum Spiel her. Also wir hätten locker 4-5-1 jetzt stehen können. Vielleicht machen wir ja das noch. Mal gucken. Die Antwort, Usun. Natürlich wieder geblockt, warum auch nicht. Matos, Bahoya, Usun läuft wieder ein. Wieder geblockt. Die können einfach nicht am Gegner vorbeiflanken. Es ist unmöglich. Da kann noch so viel Platz sein. Es ist anscheinend unmöglich. Jetzt hier, aufgepasst. Wieder gegen den Gegner. Nein, diesmal nicht. Diesmal kommt er durch. Aber da war schon wieder ein Gegenspieler auf dem Weg, den Schuss zu blocken. Nächster Versuch über eine Ecke. Usun, die kommt gut. Da ist Collins.
viele Chancen in Halbzeit 2, so würde ich erstmal zusammenfassen. 0 Tore, also die zweite Halbzeit haben wir bislang verloren mit 1-0. Aber gut, unter dem Strich ging es mir darum, das Spiel zu gewinnen. Dominant waren wir, auch wenn Heidenheim jetzt hier noch 1 gemacht hat. Und wir können ja auch noch 1 machen. Schauen wir mal, Usun, Fofana, der ist doch auf den Geschmack gekommen. Nochmal ein abgefälschter Schuss und dann, ja, war's das schon, ne? 2 Minuten Nachspielzeit, nächsten 3 Punkte, ganz wichtig für die Bundesliga und eine gute Vorbereitung. Dann aufs Spiel gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal. Da will ich natürlich auch so weit kommen, wie es geht. Im besten Fall ins Finale. Aber da warten noch viele schwere Gegner und ich bin sehr gespannt, ob wir das im nächsten Part auch so hinkriegen. Auch so souverän, auch so entspannt. Ich vermute mal nicht. Aber für diesen Part haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Und am Ende hatten wir auch wieder 23 Schüsse. Und nur 3 Tore. Heidenheim hatte 2. So, ja, ist halt auch das Spiel. Also, wir hätten klar locker auch wieder 7, 8, 9 Tore schießen können. Wahrscheinlich, gehe ich von aus. Vielleicht sogar 10. Aber ist egal. Hauptsache gewonnen. Jetzt das viel interessantere Spiel, was ansteht. Pokalspiel in Wolfsburg. Mal gucken, was die für eine Truppe haben bislang. 3 Siege, 2 Niederlagen aus den letzten Spielen. Die sind auf jeden Fall stärker. Die haben vorne Nicolas Jackson, glaube ich. Der spielt in echt bei Chelsea, ne? Cesiga, Koulirakis, Jetson, Wimmer auf der Bank, Mähle, Bornau, Wurmbrand. Hatte ich den nicht auch mal auf meiner Liste? Ist, glaube ich, ein österreichischer Jugendstürmer, so wie ich das sehe. Also da kommt auf jeden Fall ein anderer Brocken auf uns zu. Auch eine andere Partie. Ich glaube, das wird ein bisschen ausgeglichener. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Wolfsburg das Heft des Handels ein bisschen in die Hand nehmen wird. Weil sie halt zu Hause spielen, DFB-Pokal. Und deswegen, ja, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal. Auch auf den DFB-Pokal, auch ein wichtiger Wettbewerb. Ob es da schon Ergebnisse... Nein, ob es da schon Ergebnisse gab. Gucken wir mal. Also, Gladbach gewinnt gegen Union. Die Bayern ganz knapp gegen Freiburg. St. Pauli gewinnt bei Wien Wiesbaden. Dortmund kommt weiter. Bremen kommt weiter. Bochum gewinnt in Magdeburg. Düsseldorf gewinnt auf Schalke. Hamburg gegen Köln auch interessant. Leipzig Lautern. Wolfsburg Frankfurt. Ja, Rot-Weiß Essen Paderborn klingt noch ganz interessant. Aber ansonsten Heidenheim Augsburg. Wäre so ein typisches, ja, Topspiel bei Sky. Samstagabend 18:30 Heidenheim Augsburg. Da freut man sich doch so. Dann auf die Liga. Es ist nämlich die Begegnung auch des Zweiten gegen den Dritten. Frankfurt gegen Wolfsburg. Sind beide oben an den Bayern dran. Dahinter dann Leverkusen, Gladbach. Also es wird in jeglicher Hinsicht ein Topspiel. War es vorher auch schon, weil es halt ein Pokalspiel ist. Jetzt wird es aber nochmal ein bisschen brisanter aufgrund der Tabellenkonstellation. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir kommen eine Runde weiter. Und wir werden unter dem Strich sehen, was bei rauskommt. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und macht noch bei der Umfrage mit. Macht's gut. Ciao, ciao.